Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her, und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Добрий день, меня зовут Йозеф, я живу в Берлине, и это очень холодно. Okay, Sonne lacht, Blende 8. Sonne lacht, aber es ist auch kalt. Minus 10 hat es bei mir angezeigt im Auto. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Na, ist gar nicht so tief. Aber gerade hat man das Gefühl, das ganze Land liegt krank zu Hause im Bett. Und ich habe auch einfach keinen Bock mehr jetzt auf dieses ganze Zeug, dass man dauernd hier krank ist und sich erkältet und einfach so rumschmuppelt. Also, es gilt richtig essen, draußen sein, bewegen, genug schlafen und sich nicht von anderen Menschen stressen zu lassen. Das ist besonders eine der ganz wichtigen Sachen, diesen Stress, den wir aufeinander hauen die ganze Zeit. Da ist doch das kalte Wasser nur ein kurzer Stress, der dann auch gleich wieder weg ist. Also, los geht's. Schluss mit dieser Zivilisationskrankheiten. Oh, hier Riddle wieder. Den Handschuh mit einer Hand anziehen. Das ist der Fisch, die Fischtechnik. Wird sie funktionieren? Es dauert ungefähr 3 Tage. Im nächsten Video werdet ihr erfahren, ob ich jemals den Handschuh anbekommen habe. Aber jetzt geht's erstmal hier rein. Jetzt geht's. Ja, man muss eigentlich gar nicht da reingehen. Das ist eigentlich schon kalt genug. Hier an der Luft. Okay, was soll's. Ui. Machst du die nochmal? Ja. Warum? Ja, weil es ist wie beim Parcours. So, einmal geklettert ist keinmal geklettert. Ja, also ich finde es einfach interessant, das öfter zu klettern. Vor allem das erste Mal klettert es intuitiv und dann schaue ich, was ich noch alles machen kann. Kann sein, dass ich das erste paar Mal gleich mache und einfach an meiner Bewegung arbeite.
oder was ganz anderes probiere. Manchmal gibt es mehr Optionen. Ah, ja. Manche Boulder haben aber auch gar nicht so viel Spielmöglichkeit. Also vor allem, wenn sie dann schwerer werden. Aber gerade bei den leichten kann man halt, also wenn ein Boulder leicht ist, was man eigentlich klettert, dann kann man da ganz viel rumspielen. Und dann reicht ein Boulder und man kann sich wochenlang damit beschäftigen. Also vor allem Sprünge finde ich mir interessant. Also die auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu machen. Ah ja, da kann man auch noch anders arbeiten. Sehr schön ist es, mit verschiedenen Qualitäten zu spielen. Also eher flowig zu klettern oder sehr rigide. Was ich jetzt gemacht habe, ist, gilt für Füße oder Hände oder beides, macht es schwerer dann. Sobald man die Hand oder den Fuß gesetzt hat, nicht mehr zu adjustieren. Also was halt oft passiert, vor allem am Anfang, aber Kletterer, die schon ganz lange im Spiel sind, dass die halt den Fuß setzen und dann macht er das, übertrieben jetzt, ohne dass ich hinschaue. Ja? Der sucht nur so rum, bis er die Position hat. Und wenn ich technisch irgendwann effizienter und sauberer klettern will, hilft es, wenn ich schon weiß, wo ich den Fuß hinstellen muss. Ja? Und um das zu üben, kann ich mir einschränken, indem ich sage, okay, was liegt das Big, sagt man bei uns. Wenn ich den Fuß gesetzt habe, dann bleibt er an der Stelle, so, bis er auf den nächsten Tritt kommt. Ja? Das heißt, ich muss vorausschauender arbeiten. Ja, kann das sein, dass ich dann wo stehe, wo man denkt, okay, das ist jetzt eigentlich scheiße, aber damit muss ich dann arbeiten einfach. Das bringt dann meinen Fokus automatisch auf die Füße, in dem Fall, oder auf die Hände, je nachdem, was ich auswähle. Und da wird da sichtbar, dass es, oder man merkt dann, das macht einen Unterschied, ob jetzt am Tritt daher steigt oder da oder da. Ja? Vor allem bei sowas. Also das ist ja mega groß, das Ding, kann überall den Fuß hinstellen. Oder vielleicht sogar das ist noch ein besseres Beispiel. Ja? Wenn ich den Fuß so an die Wand packe, den ganzen Fuß, ja, dann wird es mir schwer fallen, da meine Balance zu halten und den wirklich zu verwenden. Und ich kann mich ja gar nicht drehen. Ja? Wenn den Fuß aber präzise da an den Außenrand setze, dann kriege ich meine Hüfte viel näher an die Wand und ich kann die Balance halten. Ja. Ist übrigens auch eine geile Übung. Einfach Tritte suchen und schauen, ob ich da die Balance finde. Wenn ich sie gefunden habe, Hände mal weg vom Griff, an die Wand, in die Luft, hinter den Rücken. Ein bisschen ausreizen, was kann ich da machen, ohne dass ich runterfalle. Gerade beim Techniktraining, wenn ich halt die gleiche Sache wiederhole, sehe ich da viel besser einen Unterschied, als wie wenn ich jetzt bei einer Übung jedes Mal den Boulder wechsle. Irgendwann will ich es auch in anderen Szenarien üben, so, aber wenn ich gerade so am neuen Technik lernen bin, ist cool, halt einfach die gleiche Route 1004 Mal zu klettern, ungefähr. Weil da ein dynamischer Zug ist. Sage mal kurz was dazu. Was so bei dynamischen Zügen, also das ist jetzt, würde schon sagen, ein fortgeschrittener dynamischer Zug, gibt es wesentlich leichtere zum Anfang. Aber das Grundprinzip, was man da mitnehmen kann, ist, und womit viele Leute Probleme haben, ist das Gewicht über den Standfuß zu bringen. Ja?
Das mache ich beim dynamisch Klettern sowie beim statischen Klettern. Also ich will das Gewicht zuerst auf meinen Standfuß rüberschieben, damit ich mit dem dann hocharbeiten kann. Ja? Das heißt, ich bringe zuerst mein Gewicht rüber über den Standfuß und dann nach oben. Ja? Zack. Zuerst das Gewicht an die Wand Richtung Ziel. Ich will meinen Körperschwerpunkt Richtung Ziel beschleunigen im Grunde. Und wenn ich gleich Richtung Griff gehe, dann je nach Wandneigung so geht man dann meistens ja zu weit nach hinten und man nützt halt die Beine überhaupt nicht. Und da entsteht halt die Kraft. Ja, die Hände helfen mit, aber die Kraft, die kommt halt hauptsächlich aus den Beinen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo die Beine halt nicht so viel machen können. Wenn die ganz blöd stehen oder die Tritte mega klein sind. Ja. Was man oft sieht, Leute springen sofort zum Griff. Also sie machen sofort den ganzen Dynamo. So. Das heißt, würdest du einen Rückwärtssalto lernen und einfach die hinstellen und sofort einen Rückwärtssalto machen. Ohne halt mal anzutesten, wie ist es dann überhaupt abzuspringen. Ja. Was erstmal Sprungkraft aufzubauen. Genau, dann Rückwärtssalto mit Hilfe, mit dem Trampolin, was auch immer. Kann ich beim dynamischen Zug auch einfach sagen, ich gehe erstmal in die Richtung, ja, konzentriere mich aber nur aufs Runterspringen, dass einmal die Angst vorm Runterfallen weg ist. Für mich ist jetzt kein Problem, gleich diesen Dynamo zu machen, weil ich halt viel Bewegungsabläufe in meinem Kopf habe, gespeichert habe und das einfach abrufen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt klug, mir erstmal gar nicht um diesen Zielgriff zu kümmern. Ja? Das heißt, ich stehe da, ich will zu den beiden darauf, ja? Als erstes mal ins Gewicht rüberbringen. Und ich kann das mal machen mit dem Wissen, dass ich dann danach einfach abspringe auf den Boden. Ja? Das heißt, zack. Ja, da muss man schauen. Das ist jetzt auch relativ hoch, wenn ich es nicht gewohnt bin, so oft runter zu springen. Da jetzt nicht 100 Wiederholungen machen. Aber was man halt oft sieht, dass Leute sofort zum Zielgriff gehen und was dann passiert, ist halt, dass viel aus den Armen kommt und Leute halt überstreckt sind und der Körperschwerpunkt eigentlich noch hinten ist. Ja, dann kommt das. Und der Körperschwerpunkt war aber nur da. Ja, und erst wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich komme mit meinem Schwerpunkt so gut drauf, dass ich da richtig viel Zeit habe. Ja? Also man sieht, ich bin da kurz ein bisschen langsam und habe genug Zeit, um diesen Griff zu greifen. Was da oft ein Fehler ist, dass man kommt gerade hin und dann gibt man alles dafür, da hängen zu bleiben. Und dann passiert es entweder, dass man dann doch abrutscht und unkontrolliert runterfällt oder dass man sie irgendwas verletzt. Also, ja, dann ist es wichtig, halt diesen Todpunkt zu erwischen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt vom dynamischen Klettern. Man will den nächsten Griff am besten Fall im Todpunkt greifen. Das heißt, da, wo die Bewegungsrichtung sich umkehrt und der Körper quasi kurz still steht. Ja, jetzt. Ja, jetzt war es sogar schon ein bisschen zu spät. Jetzt hast du gemerkt, wie der Körper schon wieder Richtung Boden unterwegs ist. Das heißt, optimal ist am Anfang so was Senkrechtes, ja, mit so Henkeln. Das ist eigentlich ziemlich cool da. Kann man so hinhängen und das da gut üben. Und ich habe da wieder diese kurze Balance-Position, ja. Da, wo mein Körper ganz nah an der Wand ist und auf den Füßen steht, ja, da will ich zugreifen. Wenn ich zu spät greife, ja, man sieht richtig, mein Körper zieht schon wieder nach hinten, wumm, kommt viel mehr Kraft drauf auf die Hände. Aber wenn ich das kann, weiß ich, okay, da stimmt das. Es ist immer gut, wenn man Spannweite hat. Ey, es war mir jetzt ganz wichtig, mich nicht zu blamieren und das so ein bisschen so zu machen, wie du erklärt hast. Ja. Nice. Und dann ist es immer leichter, als man denkt. Ne? Und zuerst so, oh Gott, schaffe ich das jetzt beim ersten Mal oder was passiert? Aber du hast ja nicht die Regressionen gemacht, die ich jetzt erst erklärt habe, Josef. Was habe ich? Du hast ja auch nicht die Regressionen gemacht, die ich jetzt erst erklärt habe. Ja, das stimmt natürlich.
Das tut mir auch leid. Aber ich habe sie gemacht. Vor einiger Zeit schon. Ah, ja. Manchmal, wenn ich so, weiß nicht, wie du es machst, aber wenn ich so einen Hänger habe, Ja. ich habe ja relativ schnell Angst bei solchen Sachen, dann zähle ich so bis 3. Machst du auch sowas? Nee, das nicht. Du Funktioniert hast Parcours, oder? Hä? Du hast es im Parcours etabliert auch Ja, so, oder? ja. Oder kultiviert. Funktioniert auch nur, wenn du dann wirklich durchziehst. Also du musst dann auch das machen, also es muss dann so ein Trigger werden. Ja. Dass du so bis 3 zählst und dann bah. Das hilft mir und was mir auch hilft, ist einatmen. Für viele ist so ausatmen, das habe ich auch probiert, aber bei mir funktioniert es nicht. Ich werde dann so Aber bei der Bewegung dann einatmen, oder? davor, also ich mache so und dann Ja. und das hilft mir voll. Also dieses 1, 2, 3 und das ist halt so ein Trigger. Es gibt auch so ein, in der Verhaltensänderung, dass du, wenn du bis 3 zählst, änderst du dein Verhalten. Also zum Beispiel machst du irgendwas, was du scheiße findest eigentlich. Irgendwie du scrollst so auf Instagram oder so Ja. und dann zählst du halt 1, 2, 3 und das ist halt der Trigger, um was zu verändern. Also auf 3 legst du halt das Handy weg, zack, und machst halt was anderes. Das klingt halt richtig dumm, aber es funktioniert halt, ja, wenn du Ja. das wirklich so knallhart durchziehst, dass es halt dieser Trigger ist. Ja. So, dann funktioniert es wirklich. Und das, Okay, aber wenn du es einmal verkackst, dann. das ist nicht schlimm, wenn du es einmal verkackst. Dann funktioniert es nie mehr. Ja. Nee, was ich mache, ein Freund von mir, von Alexander, mit dem war ich mal Felsklettern und auf einmal habe ich so ein Brummen vernommen. Also ich war sichernd unten, der war schon so 10, 15 Meter weiter oben und ich habe so ein ganz tiefes Brummen oder Summen gehört. Und dann habe ich den gefragt, was das war, ob er das auch gehört hat. Hat er gesagt, ja, das war er. Er macht das, wenn er so am Limit ist oder vor einer Schlüsselstelle, dann macht er es so zum Runterkommen oder halt quasi Ja. nur mal so beruhigen. Also um dann- so Summen quasi. Genau, und dann so technisch sauber klettern zu können. Das wäre so ein Ja. Summ-Mantra halt einfach. Ja. Und das mache ich seitdem auch, vor allem beim Felsklettern, wenn du halt länger am Stück kletterst und dann vor einer schwierigen Stelle bist und es mehr so, du bist halt schon erschöpft von der Ausdauer und dann kommt nochmal eine schwierige Stelle, wo du halt viel Kraft brauchst und kleine Griffe sind oder die technisch schwierig ist, um da nochmal quasi das System zu beruhigen und halt nicht unnötig viel Energie zu brauchen. Ja. Für das finde ich das ganz geil eigentlich. Ja, da gibt es ja auch dieses Phänomen, dass wenn man so summt, warst du dabei, als wir das mal ausgetestet hatten, wenn man summt, dass man dann so weiter in den Pike-Stretch kommt, dass man dann so Ja. sich weiter zusammenfalten kann. Ja, das haben wir mal gemacht, glaube ich. Ja. Das sind irgendwie so diese Hirnareale, die man dann aktiviert, um das so nerdy auszudrücken. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja. Diese ganze Sache mit diesem Om und so, ne, was ja auch diese und diese Oh, was ja auch so eine Vibration erzeugt. Es ist ja kein Zufall, dass das ist nicht so I, ist I, geht vielleicht auch, aber diese Ja. diese Vibration, die das erzeugt, schon interessant. Geil. Ach, du wolltest aus dem Bild gehen. Ich weiß gar nicht, warum mir so viele Leute sagen, dass sie Frostbeulen sind. Das liegt ja zum einen einfach daran, dass man keine Kälteanpassung gemacht hat und dann, dass man zu wenig Körpermasse hat, besonders Muskulatur, und dass man sonst nicht so richtig weiß, wie man sich gescheit anzieht. Ha? Oh, okay, wir sind im Hain. Wir sind wieder im Hain. Kennt ihr vom letzten Video. Es regnet, so ein bisschen so ein Schneeregen. Auch schön.
Das Nervige an den Armschwingen mit Handschuhen ist, die fliegen immer so ein bisschen weg. Man kann die eigentlich auch so wegschießen. Probier mal. Uff. Nochmal in Zeitlupe, oder? I have been thinking about the role of stress in our life. Full stop. And I want to distill here in this topic the most important stressors. Full stop. With the aim of living a life with good health. New line. Last set of the left arm, or whatever arm you're using. Relaxed, noble position. Last one, squat anyhow, so you can change what you're doing and play around. Also other variations that we didn't do are allowed. Where's the weight on your feet? Is it more on one foot? More on the other foot? And then shift your attention to your posture, just as it is, as it already spontaneously is. What's the width of your chest in front? And in back, behind? Does this movement travel up to your head? Pause for a second. Make the same movement with your left knee.
Okay, I wanted to say something that I feel is important to say. Yesterday we talked about the metabolism and we talked about the endurance, different zones and blah, different intensities, all this stuff. And I think it's very important to note down clearly that a healthy metabolism excludes being sedentary. Sedentary means sitzen, wenn man einen sitzenden Lebensstil hat. This excludes it because the metabolism needs that there is muscular action. We need to move around. The joints need to move, the muscles need to move. Otherwise, you can in fact not have a healthy metabolism. So people that just sit around every day working on the computer, and then when they're finished working on the computer, they're sitting on the couch watching something, blah, 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 and the total kilometers they do per day are maybe 1 or 2 or something like this. And that's definitely not enough, and then they don't do any training because in their free time they like to read books, yeah, or watch something, but they're not active. And it's very unlikely that you will stay healthy like this. And in fact, it becomes more and more that people have metabolic problems. Diabetes type 2 is rising and blah, blah, blah. All this stuff that is also related not just to a bad diet, but also to lack of movement. Yeah. So this is becoming more, and I say from time to time, here and there, that we live in this age of self-responsibility. I don't have to walk anywhere. I don't have to move. I don't have to eat well. Yeah? I can also do without, if I don't care. Before, it was happening by itself. You had to move. There was nothing else to eat than, yeah, good stuff. And you were outside. In the winter it was cold, and so on and so forth. Everything was clear. There was nothing you didn't have to think about. Like there is no, you know, you say in some native indigenous tribes there's no word for nature or something like this because they don't understand the concept of the separation. Of course they can understand it intellectually, it's not, yeah, but that they don't have it. There's no, this is the human world and this is the natural world. So they don't need a word for this. I'm not sure if this is true, but it sounds like a nice story. Yeah, and now we have to choose all of this, okay? Because, yeah, I checked also with how many steps I take in a day, and if I don't clearly say I will go out and walk, then yeah, I'm also just at 2-3 kilometers per day. Most people that work on the computer, and then maybe they live in an area where either the public transport station is very close or they go by car everywhere, have less than this per day. And obviously this is asking for problems. So this is something that we need to have in mind because, yeah, now everyone is sick. Half of Germany is sick. Joe told me UK is also, everyone is sick, yeah, or now the children, they don't know anymore where to put the children in Berlin. Yeah, they search in 100 kilometer place, hospital, spaces. Like everything is not so great, okay? So it's important to take care of your health, to be self-responsible, because the society that we live in is not doing it for you. We have to do it ourselves. All right, and I think in this weekend we already had a lot of work that is very much this connection of body, movement, mind, spirit, yeah, and we had all these different things. Hip hop, Feldenkreis, yoga, crawling, body to body work, this morning routine stuff, meditation, and so on. In a sense, does that again? The singing. In a sense, all very connected. It's all the same. It's all in the same category. Yeah, there's no disconnection from all of this. It all works the same stuff in the end. Yeah, just
one is a bit more this, one is a bit more this, but it's all like going in this direction. You're self-responsible, you take care, you get more conscious, bla 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 bla. All this stuff. So, es ist kurz vor Weihnachten. Ich faste 4 Tage vor Weihnachtsfasten. Ich bin jetzt bei 2 Tage, also fast 2 Tage fertig. Energie ist gut, eigentlich 100%, würde ich sagen. Merke natürlich ein bisschen, dass mein Magen leer ist. Genau, und hier passiert Folgendes. Wir, Annika und ich, bauen ein Puppenhaus für unsere Tochter zu Weihnachten. Das ist jetzt unsere letzte Weihnachtsvorbereitungssache, die wir noch fertig machen wollen zusammen. Und hier sieht man schon, das ist das Erdgeschoss und ja, keine rechten Winkel. Man sieht, wo ich sozialisiert wurde auch. Also das wird unten und jetzt schneide ich hier den 2. Stock zu und dann wird das kommt das aufeinander mit, das ist noch nicht ganz fertig. Ihr seht hier, diese Seite ist schön. Diese Seite ist noch mit schrecklichen geraden Linien. Ja, und dann kommt es darauf und dann kommen noch 2 extra Stelzen. Dann ist das alles stabil. Und dann kommt noch ein Dach. Nee, dann kommt noch ein 3. Stock. 3. Stock. Also Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock, Dach. So, da haben die richtig viel Platz. Die Puppen. Cool. Ach, man darf bei der Kreissäge auf jeden Fall auch eine Brille tragen. Kommt beim nächsten Schnitt. Ich sehe ein bisschen aus wie Helge Schneider, oder? Ja, du siehst auf jeden Fall ein bisschen. Sehe ich ein bisschen aus wie Helge Schneider? Total. Oh, danke. Das ist das. Jetzt mein Tag ist. Kann nichts mehr schiefgehen jetzt heute in meinem Tag. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn es was ansteht aus Holz, dann ist für mich auf jeden Fall, für mich persönlich die Ansage, selbst machen. Auch besonders bei größeren Sachen oder individuelleren Sachen. Ich meine, so eine Holzbox, okay, würde ich vielleicht auch mal kaufen, aber es ist immer die Frage, kann ich das selbst machen? Mit so einen Holzboxen, die kosten teilweise einen Zehner und das kriegst du gar nicht hin, so, wenn du es selbst baust, also schon von den Materialkosten. Aber darum geht es doch nicht. Es geht nicht darum, Geld zu sparen beim Selbstmachen. Es geht darum, um das Selbstmachen an sich. Und Holz ist halt der Werkstoff, wo man halt noch selbst machen kann. Also im Vergleich zu Plastik oder sowas. Vielleicht mit einem 3D-Drucker, aber Holz kann man relativ easy auch selbst mitarbeiten. Klar braucht man auch Maschinen und Zeug und so weiter, aber es geht auf jeden Fall. Natürlich ist es unrealistisch, dass alle ihre Möbel selbst bauen, auf eine gewisse Art und Weise, auch weil es viele einfach gar nicht wollen. Aber als Möglichkeit, das zu haben, solche Sachen, die man eigentlich wirklich noch selbst machen kann, mit ein bisschen Übung, das ist doch schon cool. So, auf Ikea zu verzichten zum einen, aber auch wirklich zu sagen, hey, ich habe halt hier meine selbstgebauten Sachen zu Hause. Das finde ich schon gut. Und Arbeitssicherheit ist natürlich immer wichtig. Und weil du hier so viel schleifst, habe ich jetzt für dich eine Maske. Ja. Denn ich möchte nicht, dass du weiter hier die ganze Zeit das einatmest. Es ist zwar hier draußen jetzt nicht so schlimm und das ist ja auch kein Hartholz. Ne? Bei Hartholz ist nochmal eine andere Nummer. Das ist Weichholz hier. So, also es wird man wahrscheinlich überleben. Wir sind draußen. Aber trotzdem, wenn man da die ganze Zeit hier am Machen ist, warum nicht Maske tragen? Hier. Sogar FFP3, was ich dir gegeben habe. Also selbst wenn hier jetzt Atomschlag ist, die Maske wäre noch da. Ja, weiter geht's.